Herzlich willkommen zum Tune. Wie schön, dass du da bist. Deine Videoarbeit No Gods, No Masters von 2017 wird im Hamburger Bahnhof als Einkanal-Videoarbeit mit 4 Audiokanälen in der Ausstellung Magical Soup gezeigt. Magical Soup lotet das Verhältnis zwischen Bild, Sound und verschiedenen Lebensentwürfen und Lebenswirklichkeiten aus. Die Ausstellung fragt danach, wie Sprache, Laute, Klänge und visuelle Eindrücke gesellschaftlich geprägte Wahrnehmungsmuster aufrufen, aber auch unterlaufen. In deinem Werk No Gods, No Masters verwebst du verschiedene Lebenswirklichkeiten, autobiografische Elemente und historische Ereignisse. Auf einem der 4 Kanäle ist das Ghost Tape Number 10 zu hören, das von der US-amerikanischen Armee in Vietnam entwickelt und gegen die Vietcong eingesetzt wurde. Kannst du uns sagen, was in den Bildern zu sehen ist und was das Ghost Tape Number 10 ist? In meiner Videoarbeit bin ich eigentlich auf der Suche nach diesem Geist, also nach dem Ghost auf Tape Number 10 sozusagen. Und ich bin in den Mekong-Delta gereist, ganz spezifisch Mawk Gai, wo dieses Ghost Tape Number 10 damals Ende der 1960er Jahre der Landschaft sozusagen ausgesetzt wurde. Und in meiner Videoarbeit sehen wir einerseits die Bilder von dieser Landschaft und sie werden eigentlich diesen Bildern von dem Haus meines Opas gegenübergestellt. Wir befinden uns innerhalb des Films dann in dem Wohnzimmer, also das ist eigentlich ein Altarzimmer, wo meine Familie betet. Und das passiert jedes Mal, wenn ich nach Vietnam komme. Innerhalb der Videoarbeit hören wir dann auch Ghost Tape Number 10, das sich dann auch wieder verwebt mit einem Gebet, das meine Familie dann ausführt, während ich da bin. Die 4-Kanal-Installation ist eigentlich so aufgeteilt, dass sie einerseits aus Field Recordings besteht. In einem anderen Kanal hört man tatsächlich das Ghost Tape, das also entwickelt wurde von Psyops. Wir hören elektronische Sounds, die ich gemeinsam entwickelt habe mit einem Komponisten, und das Gebet meiner Familie. Und innerhalb der Ausstellung bei Magical Soup kommen diese einzelnen Soundkanäle halt zusammen. Und je nachdem, wo man sich befindet, hört man einfach einzelne Elemente, die dann zusammen sozusagen das Soundscape entwickeln. Welche Wirkungen oder Nachwirkungen hat das Ghost Tape Number 10 in Vietnam? Also das Ghost Tape Number 10 ist ja eigentlich ein komplett erfundenes Stück Sound, das von Psyops entwickelt wurde. Es geht halt so los, dass eigentlich Psyops eine Recherche, also eine langjährige Recherche gemacht hat in Vietnam zu vietnamesischer Spiritualität. Und auf dieser Idee, dass in Vietnam, wenn du stirbst und nicht beerdigt wirst nach einem gewissen Ritual, dass eigentlich deine Seele für immer in so eine Art Hölle wandert und nie zur Ruhe kommt. Und Psyops hat eigentlich genau diese Idee aufgefasst und daraus eine Soundwaffe entwickelt. Also Ghost Tape Number 10 ist eigentlich eine 4-minütige Soundwaffe, in der ein vietnamesischer Schauspieler auf Vietnamesisch einen Text spricht. Also er ist ein Vietcong-Soldat, der nach seiner Frau ruft, nach seinen Kindern ruft und eigentlich seinen Freunden sagt, dass sie nach Hause gehen sollen, weil er einen sinnlosen Tod im Krieg gestorben ist. Und natürlich ist es unglaublich, also ich finde die Soundwaffe unglaublich effektiv, weil sie durch Sprache und aber auch so Rauschen, es kommt, also der Geist wird erweckt durch ein Echo, genau, eine Idee tiefen Glaubens eigentlich vermittelt. Und so nimmt das Ghost Tape eigentlich Einfluss
auf die anderen Soldaten. Und die Nachwirkungen kann man bis heute eigentlich sehen, weil bis heute es immer noch eine Ökonomie gibt, wo Familien nach den Knochen ihrer Vorfahren suchen und versuchen, diese dann zu beerdigen. Also PSYOPs ist eigentlich die Psychological Operations of the US Army und sie hatten eine 6. Bataillon in Saigon, wo sie eben dieses Ghost Tip entwickelt haben. Aber PSYOPs ist ja an sich eine Rieseneinheit, die auch ganz andere psychologische Waffen entwickelt hat. Zum Beispiel gab es im Vietnamkrieg dann auch so, das sah dann so aus wie so eine Spielkarte, auf der Knochen sind und auf der Rückseite steht dann, das ist deine Todeskarte, die du gerade vom Boden aufgehoben hast und genau, der Tod naht. Und es gibt ganz viele unterschiedliche psychologische Waffen, die PSYOPs versucht hat zu entwickeln. Und mich hat Ghost Tip Number 10 interessiert, weil es gerade auf die Spiritualität so viel Einfluss nimmt und auf natürlich auf unser tiefstes Glauben oder auf unser tiefstes Wesen, worin wir eigentlich so eine Sinnfindung finden. Und es hat das natürlich dann pervertiert und gegen die Bevölkerung verwendet, die daran glaubt. Nochmal zu dem Sound im Speziellen. Erzeugen die verschiedenen Frequenzen, die du einsetzt, bestimmte Wirkungen? Also verwendest du zum Beispiel Töne, die dafür bekannt sind, dass sie Angst machen, oder wieder andere Elemente, die vielleicht Vertrauen schaffen und einem Ruhe geben, weil sie an etwas Gewohntes erinnern? Ja, innerhalb dieses Ghost Tapes kommen ja auch eigentlich so Sounds zusammen, die fast so klingen, als wären sie von einem Horrorfilm inspiriert. Also du hast das Rauschen von dem Dschungel, du hast das Echo eines Geistes und das verwende ich auch wieder in diesen elektronisch manipulierten Soundelementen in meinem Film. Also du hörst auch schon dieses Zirpen, das so ein recht high-pitched Sound ist. Das kommt immer wieder. Und das wird dann wieder diesem sehr meditativen, mit dieser sehr meditativen Zeremonie eigentlich gegenübergestellt, wo meine Familie immer wieder dasselbe wiederholt und so langsam das Medium ruft, damit ich mit meiner Oma sprechen kann. Dieses Meditative bringt, glaube ich, auch eine Form der Gewohnheit oder des Vertrauens, oder es weckt zumindest dieses Vertrauen. Ähnlich wie bei dem Ghost Tip geht es ja auch um eine Familie, also um einen fiktiven Vater mit einer Frau und einem Kind. Und er ruft ja auch immer nach seiner Frau und dem Kind und seinen Freunden. Genau, aber es funktioniert in diesen beiden Aspekten natürlich unterschiedlich voneinander. Also, aber es hat beides einen sehr religiösen, auch ja, spirituellen Hintergrund. Und eine Wirkung, der man sich nicht unbedingt entziehen kann. Genau, also die Wirkung, was auch interessant ist an dem Ghost Tip zum Beispiel, ist, dass die Wirkung relativ unklar ist und bleibt, weil man natürlich nicht berechnen kann, wie viele Menschen nun den Krieg aufgegeben haben, weil es dieses Ghost Tip gab. Also du kannst es ja nicht wirklich messen. Aber trotzdem glaube ich, dass es natürlich im Unterbewusstsein was ausgelöst hat. Du hast deine Arbeiten auch in Vietnam gezeigt. Welchen Unterschied gibt es in der Rezeption? Wie reagieren Rezipientinnen dort auf deine Arbeiten? Reagieren die anders als in Deutschland, in Berlin zum Beispiel oder London? Ja, in Vietnam gibt es generell eine Zensur. Also eigentlich darf man nicht wirklich über den Krieg sprechen. Von daher ist die Rezeption, glaube ich, gefiltert dadurch, dass man nicht frei über den Krieg sprechen kann. Also wir hatten zum Beispiel auch den Fall, dass wir eigentlich eine Form der Selbstzensur praktizieren mussten, als wir die Texte
übersetzt haben, also von Englisch ins Vietnamesische. Und das ist, glaube ich, schon einfach ein großes Problem. Das ist natürlich auch eine große Thematik, die viele andere Künstler beschäftigt in Vietnam, die Zensur. Und ich glaube, andererseits war die Rezeption interessant, weil ich auch mit einem amerikanischen Journalisten gearbeitet habe, um die Zeitungsartikel zu entwickeln. Und ich mit Absicht eigentlich so eine Perspektive von außen versucht habe, auch wiederzugeben, anstatt zu sagen, ich bin Vietnamesin und das ist mein Blick, war mir das eigentlich ziemlich wichtig zu sagen, ich komme aus Europa oder ich habe die letzten 20 Jahre meines Lebens in Europa verbracht und das ist meine Sicht, die ich mitbringe. Und innerhalb der Arbeiten gibt es natürlich auch ein Element der Fiktion, die versucht, diese beiden Dinge oder Welten auch zu überbrücken. Insgesamt erschaffst du mit dem Sound mehr noch als mit dem Bildmaterial einen Raum. Also würdest du sagen, dass du mit Sound fast bildhauerisch umgehst, skulptural? Ist es für dich ein raumbildendes Element auch? Ja, schon. Also mich interessiert natürlich auch sehr, wo der Sound herkommt. Also welche unterschiedlichen Positionen du einnehmen kannst im Verhältnis zu dem Sound oder wo die Soundressource herkommt. Und mich interessiert natürlich dieses Spiel zwischen diesen unterschiedlichen Audiokanälen und wie sie zusammenkommen und in welchen Momenten sie zusammenkommen und wie das sich natürlich anhört, wenn ein Sound von hinten kommt oder von vorne und Dinge sich dann verweben. Ähnlich funktioniert das natürlich auch in den Bildern. Also du hast einerseits diese sehr fotografischen Elemente, wie du schon sagst, und andererseits ein bewegtes Bild, das dann aber gleichzeitig wie eine Art Slideshow an dir vorbeigeht. Also, und solche Dinge interessieren mich, weil natürlich auch das bewegte Bild oder wie es auf uns Einfluss nimmt, bleibt in meiner Videoarbeit recht unklar. Also du hast zwar diese Zeremonie und gleichzeitig hast du das Ghost Tape, das aber auch nur auf Vietnamesisch sozusagen zu hören ist. Also es gibt auch keine Übersetzung auf Englisch. Also man versteht eigentlich den Inhalt des Gesprächs nicht. Und die Sounds bleiben auch ziemlich abstrakt. Also du hörst zwar den Dschungel, aber der Dschungel ist elektronisch so manipuliert, dass man nicht ganz genau verorten kann, wo man sich befindet. Ähnlich funktioniert das halt eben auch in den Bildern oder die Verpixelung, die Verzerrung. Ein invertiertes Bild wird auf einmal farbig und verblasst dann wieder in Schwarz und Weiß. Und ich wollte eigentlich auch einfach einen Bezug zu Erinnerungen wecken. Also das ist natürlich auch ein Bezug zwischen dieser Geschichte des Ghost Tapes von Ende der 60er Jahre und eine gegenwärtige Geschichte, die innerhalb meiner Familie stattfindet und die immer wieder stattfindet, wenn ich komme. Und diese beiden Teile vereinen sich eigentlich dadurch, wie ich mit dem Sound und mit dem Bildmaterial arbeite. Sind Bild- und Soundelemente für dich gleichwertig oder würdest du sagen, du fängst vielleicht manchmal mit dem Bild an und dann kommt der Sound hinzu oder umgekehrt, interessieren dich bestimmte Sounds und von da aus entwickelst du Bildebenen? Ja, in dieser Arbeit ging es auf jeden Fall von dem Sound los, also eigentlich über meine Recherche in das Ghost Tape. Und dann war mir aber sofort klar, dass ich dorthin reisen möchte. Es ging eigentlich eher um die physische Erfahrung mit dem Geist. Also ich bin wirklich dahin gefahren, um diesen Geist zu finden, wo auch immer er oder sie sein mag. Aber es ging schon darum, zu versuchen, in Bildern diesen Geist aufzunehmen oder ja, also eine Aufnahme davon zu bekommen. In dieser Arbeit sind Sound und Video eigentlich gleichwertig, obwohl ich viel länger an dem Sound gearbeitet habe als an den Videoaufnahmen, weil für mich eigentlich so die Klangsprache natürlich sehr wichtig ist, um auch dieses Ghost Tape zu vermitteln.
Aber je nach Projekt sind es ganz unterschiedliche Triggers, die gewisse Dinge hervorrufen oder wie ich mit gewissen Elementen arbeite. Dieses Projekt ist natürlich auch sehr recherchelastig. Also da steckt einfach sehr viel Recherche dahinter, die man in der Videoarbeit nicht sieht, die dann aber durch die Zeitung zum Vorschein kommen. Es gibt im Zweiten Weltkrieg eine Operation, die hieß Coral Sea. Und du hast 2017 eine Arbeit gemacht, die hieß Coral Sea as Rolling Thunder. Beziehst du dich dabei auch auf Coral Sea? Die Arbeit selbst thematisiert ja eigentlich die Napalm-Angriffe der US-Amerikaner auf Vietnam. Verwebst du da auch diese beiden Angriffe? Ja. Worum geht es in der Arbeit? Genau, also der Titel ist natürlich inspiriert von Operation Coral Sea und Operation Rolling Thunder. Also der Titel der Arbeit ist Coral Sea as Rolling Thunder, weil mich diese Poetik interessiert hat. Also diese Poetik, die natürlich verschleicht, was eigentlich passiert, oder zumindest, glaube ich, für die amerikanischen Soldaten, dass ich weiß es nicht genau, psychologisch einfacher macht, vielleicht diese Operation durchzuführen, aber die Titel haben mich interessiert. Und innerhalb dieser Installation zeige ich eine Videoarbeit, die heißt Memory Dispute. Da geht es auch um diesen Streit mit der Erinnerung. Und dort bin ich auf einem Berg in Zentralvietnam, in Bac Ma, ein Ort, der genau Napalm-Angriffen ausgesetzt war, der natürlich den Dschungel dort komplett zerstört hat, der jetzt aber natürlich wieder lebt und neu gewachsen ist. Und die Videoarbeit ist eigentlich so eine metaphorische Studie zwischen diesem Ort in Bac Ma und einem Skin Whitening Treatment, das relativ weit verbreitet ist in Vietnam. Und das ist ein illegaler Prozess, seine Haut zu bleichen. Da werden eigentlich so zwei Hautschichten voneinander getrennt durch eine Säure. Und in einem Prozess von 9 Stunden kann man dann seine erste Hautschicht abnehmen. Und die Hautschicht darunter ist etwas heller als die davor, weil sie natürlich der Sonne ausgesetzt ist. Und so bleicht man eigentlich die Haut. Und die Chemikalie, die das macht, ist illegal, also die erhält man auf dem Schwarzmarkt. Und dadurch bleibt es auch ziemlich unklar, was sich da drin befindet. Und ich habe da eine Brücke gesehen zwischen dem Napalm und diesem Skin Whitening Treatment. Und in der Videoarbeit, genau, ist das eigentlich ein ständiger Vergleich zwischen diesen beiden Bildmaterialien, wie eigentlich so wie der Körper als Landschaft sozusagen gehäutet wird und die Natur, die jetzt langsam wieder zurückwächst, aber wo auch die Auswirkungen des Napalms unklar bleiben auf die Natur.
Im Anschluss an No Gods, No Masters hast du 2018 die Arbeit Song for Unattended Items gemacht. Wie führst du in dieser Arbeit das Thema von No Gods, No Masters weiter? Genau, Song for Unattended Items ist eine 12-Kanal-Sound-Installation in Taschen, die ich alle gespendet bekommen habe von Freunden und Kollegen und Familie. Und in der Arbeit habe ich mich eigentlich für das Phänomen Post-Traumatic Stress Disorder interessiert, das natürlich viele vietnamesische und amerikanische Soldaten natürlich auch im Vietnamkrieg erlebt haben. Und die Arbeit geht eigentlich von diesem einen Bild aus, was ich innerhalb meiner Recherche gefunden habe, wo ein amerikanischer Soldat in der Landschaft steht, also in einem Wald, und er hat einen Rucksack auf mit 6 Lautsprechern, wo er eigentlich das Ghost Tape abspielt. Und darauf basierend habe ich in der Royal Academy of Arts in London diese Ausstellung gemacht, wo es 12 Taschen gibt und innerhalb jeder Tasche gab es eine Soundressource und die haben eigentlich zusammen sozusagen dieses Soundscape entwickelt. Und ich habe eigentlich nur harmlose Sounds verwendet, also zum Beispiel hörst du Crickets und auf einmal hörst du den Wald im Sommer. Plötzlich kommt ein Helikopter und neben dem Helikopter kommt ein Feuerwerk und dann habe ich zum Beispiel ein Kaminfeuer aufgenommen. Aber sobald diese Sounds zusammenkommen, klingt es fast wie eine Gefahrenzone, weil natürlich Menschen, die Post-Traumatic Stress Disorders erlebt haben, den Sound von Feuerwerk eigentlich mit Bomben fast gleichsetzen, also zumindest assoziieren. Und genau, ein Kaminfeuer klingt dann so wie ein Brand und ein Helikopter erinnert einfach an Flugzeuge, die natürlich während des Kriegs auch in der Luft waren. Und so entsteht eigentlich dieser Soundscape aus eigentlich sehr harmlosen Sounds, die dann zusammenkommen, aber eine Art von Unruhe eigentlich so bewirken. Und natürlich bezieht sich das auch auf einfach diese Gefahr von leer stehenden, alleinstehenden Taschen, die natürlich so in London recht extrem ist. Genau, unattended bags werden eingestuft als gefährlich. Und die Ausstellung ist eigentlich einfach nur ein Raum voller Taschen, die dann diese Sounds machen. Genau, wo das eigentlich so ausgelotet wird. Und in einer Tasche findet sich auch dieser Zeitungsartikel, der auch in Magical Soup ist wieder. Also Troops employ fantastic new tools in Nam. Dieser Zeitungsartikel befindet sich dann auch einfach in einer Tasche und liegt einfach in dieser Tasche da. Man kann dann sich natürlich den Zeitungsartikel durchlesen oder nicht, aber so stelle ich eigentlich diese Beziehung zwischen diesen 2 unterschiedlichen Orten her.
Also du setzt ja oft scheinbar harmlose Sounds ein, um diese speziellen Atmosphären zu kreieren. Oft weiß man auch nicht, wo der Sound herkommt. Und jetzt hast du zum Beispiel in München gerade eine Ausstellung im Haus der Kunst, die heißt Zugzwang, wo du die Ouvertüre von Richard Wagners Tannhäuser eigentlich dekonstruierst durch Klänge, die es im Büro auch gibt. Also das Klackern von Schreibmaschinen oder Tastaturen, Telefonklingeln und solche Dinge. Und das Setting ist auch sehr besonders. Du zeigst fast brutalistisch wirkende, große metallische Regale, in denen ganz kleine Elemente zu sehen sind, die auch biografische Bezüge haben. Und der gesamte Raum wird dominiert oder überwacht, würde ich fast sagen, von einem Schreibtisch an einer Stirnseite dessen. Und an den Wänden zeigst du verschiedene Formulare über die gesamten Wandflächen verteilt, auf denen sich ein Schachspiel, eine Schachpartie entfaltet. Und auch hier denkt man natürlich an den Philosophen Ludwig Wittgenstein, der das Sprachspiel mit dem Schachspiel verglichen hat und dass die Bedeutung der Worte sich in ihrer Verwendung erst eigentlich entfaltet und entwickelt. Und welche Verbindung ziehst du zwischen den Dokumenten und dem Schachspiel in dieser speziellen Ausstellung? Ja, du hast es, glaube ich, schon sehr gut zusammengefasst mit Wittgenstein. Also innerhalb dieser Dokumente sind ja eigentlich nur die Fragen zu sehen. Also es sind eigentlich immer nur die Formulare. Also du siehst ein 10-seitiges Formular für Asyl, dann gibt es eine Wohnanmeldung, also eine Art Meldeschein und dann eine Bewerbung für Staatsbürgerschaft. Und ich habe gewisse Dinge in diesen Dokumenten geändert. Also es gibt Titel, die ich verändert habe, oder ich habe Staaten einfach rausgenommen. Also es geht um keinen spezifischen Staat in diesen Dokumenten. Und mich interessiert natürlich, wie die Fragen gestellt werden zum Asylbewerber und auch eigentlich die Möglichkeit, ja, wie sie darauf antworten können. Weil du musst ja jedes Mal, wenn du dich zum Beispiel für Asyl bewirbst, du musst ja eigentlich den Regeln folgen und also du musst deine Rechte einnehmen, aber gleichzeitig musst du deine Geschichte so formulieren, dass sie natürlich in den rechtlichen Rahmen passen, um dann auch als sozusagen Refugee anerkannt zu werden. Und das Schachspiel für mich, also es ist ein Strategiespiel, wo 2 Personen gegeneinander spielen. Und leider ist es so, dass der Schlauere in dem Spiel gewinnt. Also es ist kein Zufall bei Schach, wer gewinnt, sondern wer eigentlich intelligenter und strategischer das Spiel spielt, hat einfach am Ende größere Chancen, das Spiel zu gewinnen. Und so sehe ich das manchmal auch mit diesen Formularen, weil natürlich du von Anfang an restriktierst wirst in deinen Bewegungen, in deinem Handeln. Und so lote ich das eigentlich aus. Also anstatt die Formulare auszufüllen oder gewisse Informationen zu geben, verfolgst du über diese 31 Formulare dieses Schachspiel, das am Ende einen Sieger oder beziehungsweise Verlierer dann bloßstellt. Ja. Und diese Ouvertüre des Tannhäusers verteilt sich ja auch über den Raum. Also man kann es nicht direkt lokalisieren, wo die Klänge eigentlich herkommen. Also die Mehrkanal-Soundinstallation ist in den unterschiedlichen Objekten, die sich im Raum, also in den Regalen und unter dem Bürotisch befinden, versteckt. Und so kommen so unterschiedliche Elemente zusammen. Und für mich war das natürlich auch eine Art, also eine Möglichkeit, Wagners Tannhäuser, also fast eine Parodie zu Wagners Tannhäuser zu entwickeln. Also du hörst dann anstatt der Instrumente einen Drucker, der durchläuft, oder das Tippen an der Tastatur und das Klicken einer Maus. Und so verweben sich eigentlich so
staatliche Ideale, mit denen ich natürlich auch Wagner assoziiere, als jemanden, der natürlich auch eine Art Idolfunktion natürlich ist für die deutsche Geschichte. So verwebe ich das aber auch mit einem Kontrollstaat und einem bürokratischen Staat, der natürlich auch versucht, seine Mitbürger zu kategorisieren, einzuordnen und in gewissem Maße auch zu kontrollieren. Zugzwang in München hast du mit dem Musiker Alexis Chan zusammengearbeitet. Zeitgleich läuft von dir auch noch eine Ausstellung bei Nottingham Contemporary, die In Cold Print heißt, wo du eine mehrkanalige Soundarbeit auch wieder zeigst, die du mit dem Komponisten Ville Heimala entwickelt hast. Wie unterscheidet sich der Sound in Nottingham Contemporary von dem in München, wo du auf konkrete Geräusche zusammengestellt hast, während du in Nottingham ja eher synthetische Sounds verwendest? Genau, also mit Alexis Chan habe ich eigentlich Sound komponiert. Also wir haben wirklich versucht, Bürosounds aufzunehmen und diese durch einen Score zu filtern, damit wir das auch wieder zurückführen können zu Wagners Ouvertüre zu Tannhäuser. Das war vielmehr eine kompositorische Arbeit, während ich mit Ville viel konzeptueller über das Soundelement nachgedacht habe. Und wir haben zum Beispiel meine Gehirnwellen aufgenommen, wie sie zu dem Havanna-Syndrom reagieren. Und die Gehirnwellen haben wir dann wieder in Soundwellen übersetzt. Und entsprechend wie ich mit Sound arbeite, kollaboriere ich auch mit unterschiedlichen Musikern zusammen. Und die Rolle von Sound in den beiden Ausstellungen ist eigentlich komplett eine andere. Also im Haus der Kunst ist das fast so, als würde das eine Oper, also es gibt so Momente, wo es so fast in so eine komische, stille Oper mit stillen Objekten und Skulpturen ausartet, während das bei Nottingham Contemporary eher darum geht, eine Soundwaffe zu entwickeln. Also wirklich zu imaginieren, was wäre, wenn man selber eigentlich eine Soundwaffe entwickelt. Also ausgehend vom Havanna-Syndrom, was man auch innerhalb der Soundarbeit hört. Das Havanna-Syndrom ist ein Phänomen, das aufkam 2016. Und zwar haben sich US-amerikanische und kanadische Mitarbeiter der Botschaft in Havanna darüber beklagt, dass sie Kopfschmerzen hatten, dass sie Erinnerungen verlieren, dass sie ihre Balance verlieren und Übelkeit hatten. Und das wurde dann als Havanna-Syndrom sozusagen gecoint. Und angeblich wurde das ausgelöst durch eine Soundwaffe oder eine Soundfrequenz, die man nicht verorten kann. Es wurde vermutet, dass Kuba, also die Regierung, eine Frequenz entwickelt hat, die es geschafft hat, eigentlich so Gehirnschäden in den US-amerikanischen und kanadischen Mitarbeitern, die dort stationiert waren, ausgelöst haben sollen oder verursacht haben sollen. Und ich fand das Phänomen total interessant, weil eigentlich diese Soundwaffe nicht zu hören ist. Also es gibt eine Rekonstruktion der Soundwaffe, die aber auf eigentlich Witness-Accounts, also die aus Witness-Accounts besteht, also nur aus Zeugenaussagen, die die Mitarbeiter weitererzählt haben. Und diese Rekonstruktion wurde dann aber wirklich von der amerikanischen Regierung
entwickelt, um das auch als Beweismaterial genau in Komiteen sozusagen vorzuführen, wie es klingen könnte und was eigentlich diese Gehirnschäden innerhalb ihrer Mitarbeiter ausgelöst hat. Und für mich ist es aber auch teilweise eigentlich eine psychologische Soundwaffe. Also man kann eigentlich die Ressource, also die Soundressource selber nicht lokalisieren. Und ich habe das als Ausgangspunkt genommen für meine Ausstellung in Nottingham in Cold Print. Und die Mehrkanal-Soundinstallation, die ich darauf basierend entwickelt habe, besteht teilweise zum Beispiel auch aus meinen Gehirnwellen, die aufgenommen wurden, während ich mich selber dieser Rekonstruktion dieser Soundwaffe ausgesetzt habe. Und man hört eigentlich, wie mein Gehirn auf diese Soundwaffe psychologisch oder physisch reagiert. Und ja, also es ging wirklich darum, fast so eine Art Soundwaffe hörbar zu machen. So beginnt eigentlich die Ausstellung. Und dann überbrückte die Ausstellung aber auch das Havana-Syndrom mit Ghost Tape Number 10 und anderen PSYOPs-Methoden. Wo es dann natürlich auch wieder interessant ist, weil natürlich Amerikaner, oder die amerikanische Regierung eine andere Regierung beschuldigt, psychologische Waffen entwickelt zu haben und dann natürlich sie aber natürlich auch angewendet haben, also beispielsweise im Vietnamkrieg. Die Kanäle sind wieder nicht sichtbar und sind eigentlich in diesen Klamotten versteckt. Und das sind alles militärische Kleidung. Zum Beispiel gibt es ein Military Pilot Jumpsuit oder du hast ein Hemd der vietnamesischen Armee und innerhalb dieser Bekleidung verstecke ich eigentlich diese Speaker und von dort kommt der Sound. Du hast ja auch unterschiedliche Formen des Ausstellens oder Präsentieren von Sound schon ausprobiert. Unter anderem hast du 2015 im Dong Xuan Center hier in Berlin Fake-iPods verkauft. Kannst du etwas über diese Arbeit erzählen? Die Arbeit ist eigentlich wie eine portable Soundinstallation in billigen iPods, also die natürlich imitiert sind. Und man konnte dann in das Don Xuan Center gehen und in demselben Laden, wo es diesen Fake iPod gibt, halt auch meinen iPod kaufen. Und du hörst halt dieses sehr traditionelle String-Instrument. Und das wird dann wieder verwoben eigentlich mit so Snippets von so Product Placement Sequenzen von Filmen. Und dann meiner Tour durch das KaDeWe. Also das hört man eigentlich. Und es ist natürlich so auch diese Verwebung mit dem Don Xuan Center, wo natürlich so vietnamesische Tradition oder Küche natürlich zusammentrifft mit einem sehr Deutsch-Berlin-Lichtenberg, mit einer sehr deutsch-Lichtenberger Situation. Und das verwebe ich dann mit natürlich auch einer Ost-West-Politik natürlich, mit dem KaDeWe, Kaufhaus des Westens und einer natürlich auch sozialen Kluft und einer auch unterschiedlichen Migrationsgeschichte der vietnamesischen Bevölkerung. Natürlich
bin ich als Nordvietnamesin, also mein Vater ist über die DDR noch vor der Wende nach Deutschland gekommen, während in Westdeutschland das natürlich alles politische Flüchtlinge vor allem waren aus Südvietnam. Und diese Unterscheidung spiegelt sich, finde ich, bis heute auch in der Stadt wider. Also ja, ich sehe das immer noch. Und du bist mit deiner Mutter ja dann nachgekommen. Genau. Später. Ja. Ich bin 92 eigentlich nach der Wende auch in den ehemaligen Osten, also nach Freital in der Nähe von Dresden. Genau, dort bin ich dann hingekommen. Vielen Dank. Danke. But do you think it's too much like Like a La Croix?